Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video und zwar auch wirklich schnell gemacht. Ich wollte euch mal ein bisschen updaten und zwar W201 macht wieder Probleme und es hört nicht auf. Also ich glaube, ich habe wirklich Deutschlands beschissensten Benz, also 190er bekommen, den man nur hätte kaufen können. Das ist wirklich so. Der hat Vibrationen des Todes gehabt. Und ich habe mich die ganze Zeit gewundert, wo kommt das her? Das hat sich immer zwischen 2.500 und 3.000 Umdrehungen hat der Todes angefangen zu vibrieren. Und wenn man schneller gefahren ist, hat das wieder aufgehört. So, jetzt ist es so gewesen, dass ich bei Hubers ja sowieso für das Fahrwerk war, das habt ihr gesehen. Und dann haben wir das Kardanwellen-Mittellager neu gemacht. Das war ja komplett ausgeschlagen. Ich so, jawohl, Alter, Übeltäter gefunden, alles kein Problem mehr, jetzt geht's weiter. Dann sind wir losgefahren und dann hat er ganz, ganz minimale Vibrationen noch gehabt. Und ich habe gedacht, Alter, das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch jetzt alles repariert. Zu Hause angekommen, wurde das immer schlimmer. Jetzt habe ich ihn hochgebockt und jetzt, geht's weiter. Jetzt suchen wir mal und ich glaube, ich habe den Übeltäter schon gefunden, was dafür sorgt, dass der immer noch so vibriert und sich wirklich, schon mysteriös gefährlich fährt, würde ich sagen. So, jetzt zeige ich euch mal, wo das Problem ist. Und zwar, seht ihr das? Locker. Das ist nicht gut. Hier sollte normalerweise keine Bewegung sein. Die Schrauben, also diese 3 Schrauben, die sind normalerweise, kann man die schön festziehen. Wie ihr bei der anderen da vorne oben links, bei der seht, die hat noch genug Möglichkeiten, dass ich die quasi konter. Die hier vorne, die ist rund. Da konntest du gar nichts mehr. Bedeutet, ich werde das einmal komplett neu machen müssen. Das heißt, hier vorne, das ist ja so eine Ausgleichslager, irgendwie sowas, was für die Vibration dann am Ende des Tages auch sorgt, die ich jetzt gerade hier drin habe. Das heißt, das hier einmal neu machen. Dann habe ich aber gefühlt den kompletten Antriebsstrang auch einmal tutti kompletti neu gemacht. Du kannst natürlich am Ende des Tages sagen, ja, was ist dir lieber? Solche kleinen Techniksachen, was heißt kleinen Sachen? Das ist alles nicht teuer, ne? Ich glaube, die Hardy-Scheibe vorne kostet irgendwas um die 45 Euro. Die Kardanwelle, die hat der Hubers jetzt, die Hubers Garage, der hat noch eine da liegen, der schickt der mir zu, die kostet auch nicht so viel. Also du bekommst bei dem 190er schon wirklich für ganz kleines Geld sehr, sehr viel instand gesetzt. Das heißt, wenn man sich so ein Auto kauft, hat man immer die Möglichkeit, so ein Auto auch wieder instand zu setzen. Aber das, was ich jetzt gerade habe, das wisst ihr ja, wir reden davon, Kotflügel vorne, Pommes. Hinten abgelegt, scheiße, Lack hier Kacke. Hier ein bisschen Rost dran, ne? Also der muss auf jeden Fall einmal lackiert werden. Das kostet schon sehr viel Geld, so ein Auto zu lackieren. Hier hinten Kotflügel, nicht cool, ne? Also die Seitenwand scheiße. Das muss ich noch instand setzen. Also hier sind so viele kleine Baustellen, die an dem Auto gemacht werden müssen. Lack ist generell auch nicht mehr so gut, sieht man auch da dran. Jetzt hast du quasi das Thema Antriebsstrang. Diese Lager musst du noch neu machen. Also hier wird gerade sehr, sehr viel instand gesetzt. Auspuffanlage muss ich machen. Das Auto wird nachher, ich sag mal so, wenn er wirklich fertig ist, wird er mich locker. Und das rede ich von mir, wenn ich das mit dem Alex mache. Also der Alex lackiert mir das Auto. Wird er nachher zwischen 10.000 und 12.000 Euro gekostet haben, so wie er hier steht. Lohnt sich das für so ein Auto? Nee, finde ich nicht. Der ist zwar einmal komplett instand gesetzt, aber hat sich das gelohnt? Nee. Wollte ich das trotzdem mal machen, damit ihr seht, was hier für Kosten auf einen zukommen und was es für Probleme bei dem Auto gibt? Ja, finde ich gut. Ist das als Projekt gut? Ja, weil wenn ich mir so ein fertiges Auto kaufe, habe ich natürlich nachher nichts mehr für euch zu erzählen. Dann macht er, ne, dann habe ich ein fertiges Auto, leg das tiefer, mache wie früher ein paar Felgen drauf, ein Design drauf und dann war's das. So, Projekt zu Ende. Ich will aber ja die Dinger nutzen, ich möchte die fahren und möchte euch zeigen, was gibt es für Probleme. Nervt das? Ja. Ist das trotzdem cool, um es euch zu zeigen? Ja. Würde ich das einem empfehlen, der, ich sag mal so, sich einen Mercedes 190er kaufen will? Nein, weil ihr kriegt, und das sehe ich an Lisbeths damals, man bekommt für zwischen 7 und ich sag mal 10.000 Euro echt schon sehr, sehr gute 190er. Achtet auf den Rost, achtet darauf, dass der nicht irgendwie hinten auch zum Beispiel in der Reserveradmulde diese ganze Scheiße, diese ganzen typischen Roststellen, dass er die nicht hat, auch hier Wagenheberaufnahmen und diese ganzen Scheiß Unterboden, dass der gut aussieht, dass der technisch schön gepflegt ist, weil die bekommt man noch. Dann habt ihr viel Spaß mit dem Auto. Und wenn da eine Kleinigkeit kaputt geht, ist das easy. Weil ihr seht ja, man kann es mit kleinen Mitteln wieder reparieren. Aber dann habt ihr nicht so einen Riesenberg. Ich habe einen Riesenberg. Bei mir ist halt das komplette Paket. Und hätte ich nicht so viel Sponsoring mit im Hintergrund, die mich da unterstützen, wie zum Beispiel Fox, die mir die Auspuffanlage gemacht haben, der Hubers, der mir beim Fahrwerk mir echt entgegengekommen ist. Da war ein Luftfahrwerk drin, würde ich nicht mehr machen. Ich habe das jetzt auf Static umgebaut, für mich besser. Und hätte ich auch nicht so viel Unterstützung jetzt gerade dabei, dann wäre das auf jeden Fall deutlich teurer für mich geworden.
Würde ich mich darüber freuen? Nein. Ist für mich der 190er nach wie vor das bessere Projekt? Definitiv. Würde ich ihn abgeben momentan? Nee, weil ich finde es irgendwie cool, dass ich Stück für Stück das Ding wieder in Stand gesetzt bekomme, weil dann weiß ich auf jeden Fall am Ende, wenn ich damit fahre, alles geil, einfach alles durchrepariert. Die nächste Baustelle, die ich immer noch nicht gelöst habe, ist das Differential. Das heißt, entweder, das werde ich erstmal austesten, das heißt, ich werde das Differential, das macht Geräusche. So, also so ein bisschen Geräusche macht das schon. So, viele haben mir schon geschrieben, dass es damit getan ist, wenn man beim Differential das Öl wechselt. Das heißt, Diff-Öl einmal raus, neues rein, habe ich schon da liegen, würde ich machen, um mal zu gucken, ob das damit gelöst ist. Ist das nicht der Fall, muss auch ein neues Differential rein. Auch das bekommt man beim Schrottplatz oder günstig auch gebraucht. So für, ich glaube, ich habe letztens eins angeboten bekommen für 90 € oder sowas. Das fand ich echt fair vom Preis. Dann kann man das machen. Man kann natürlich auch so noch fahren, ne? Aber das ist schon nervig. War Baustelle Nummer 1. Hier kleine Mini-Baustelle Nummer 2. Erzähle ich euch. Ich fahre den jetzt mal raus und dann zeige ich euch, was mir kaputt gegangen ist. Und ob wir es überhaupt in Stand setzen können oder ob ich da auch wieder Teile für bestellen muss. Also, nächste Baustelle. Einmal hat sich das hier verabschiedet. Das haben die irgendwie mit doppelseitigem Klebeband gemacht. Die muss ich einmal rausholen, die Dichtung hier. Und die muss ich einmal neu machen. Also die muss einmal, ja, ich glaube, die muss ich einmal komplett neu bestellen, weil die ist hier auch komplett schon am Arsch. So, und dann kann ich quasi hier drehen, aber hier passiert nichts. Heißt, ich muss das mal aufmachen. Mal gucken, irgendwas hat sich dahinter jetzt verabschiedet. Also das hier ist der Übeltäter. Und zwar ist es diese Dichtung hier. Die Dichtung, ihr seht schon, die hat sich jetzt über die Jahre komplett verabschiedet. Das heißt, die bleibt jetzt immer hier mit dran hängen an der Scheibe. Und wenn ich dann das quasi hier runterziehe, dann ist da so viel Spannung hier drauf, dass ich die ganze Dichtung hier mit runterziehe. Das heißt, die muss ich einfach nur einmal neu machen. Ihr seht auch die Sauerei hier, das macht keinen Sinn. Die hat sich über die Jahre durch die Temperatur noch total aufgelöst. Heißt, die einmal neu machen und dann funktioniert das auch alles hier wieder. Ich habe jetzt mal geguckt, bei CSP gibt es die komplette Dichtsitzung mit diesem Filz direkt komplett. Das heißt, ich mache das einmal sauber, bestelle mir die kostet jetzt 34 € und dann funktioniert das wieder. Also relativ, ich sag mal so entspannt, ne? Da muss man sich jetzt nicht so verrückt machen und das jetzt versuchen sauber zu machen und instand zu setzen. Für die 34 € habe ich es einmal neu und dann läuft das auch wieder sauber, weil die haben sich über die Jahre einfach so festgesetzt. Ja, das war es erstmal mit dem YouTube-Video. Jetzt habt ihr so ein kleines Update über den Fuhrpark. Golf 2 muss ich sagen, der läuft momentan erstaunlich gut. Da muss ich nur einen Zahnriemen jetzt mal auf jeden Fall, soll ich ihn dieses Jahr noch machen, damit ich ja auch meine Ruhe habe. Ich bin immer noch hin und her gerissen, was ich jetzt mit dem Innenraum mache. Wenn ich ihn immer sehe, finde ich ihn geil, so wie er ist. Bin, Alter, ja, keine Ahnung. Wenn der Benz mal vernünftig laufen würde, könnte ich den ganz normal im Alltag fahren. Aber dadurch, dass er so viel rummuckt, fahre ich momentan so viel Golf 2. Das ist halt mit dem Käfig drin und mit den Schalensitzen ultra nervig. Dieses Ein- und Aussteigen, das ist halt super unkomfortabel. Ist beim Benz schon deutlich geiler. Aber es ist, wie es ist. Ein Auto nach dem anderen jetzt in Stand setzen und dann läuft das auch wieder. Dann kann ich endlich mit meinem neuen Projekt über den Winter anfangen. Da muss ich zu Roberto, da habe ich auch tierisch Bock drauf. Aber es stehen noch ein paar Roadtrips an. Also ich habe noch so 3, 4 Sachen, die ich dieses Jahr unbedingt machen möchte. Mal gucken, mit welchem Auto ich das mache. Also auf jeden Fall nächste Woche Freitag geht es für mich schon zum Frank. Da gehe ich mir einen Rallye-Golf angucken. Das wird sehr, sehr geil. Und einen T1 auch noch angucken. Nehme ich euch aber mit, zeige ich euch alles. Jetzt sitze ich hier in meinem kleinen Büro. Boah, da kommen auch alte Vibes nochmal auf. Hier habe ich ja so viel damals gestreamt. Alter Schwede, voll geil. Aber ich habe mir gedacht, ich schneide das Video hier jetzt schnell. Aber ich habe mal doch so ein bisschen, ich bin einfach durch einen dummen Zufall wieder bei Kleinanzeigen gekommen. Wer kennt es nicht? Kleinanzeigen, Alter, ist der Terror. Kleinanzeigen, wirklich, es ist wirklich nur noch Terror, kann ich euch sagen. Du suchst ein paar Sachen. Ich habe jetzt zum Beispiel geguckt, wo gibt es noch eventuell eine Canon-Welle, die ich mir jetzt holen kann, damit ich das Auto jetzt instand setzen kann. Alter, die Kommunikation mit den Leuten ist wirklich eine grande Katastrophe. Jetzt komme ich von Höckchen auf Stöckchen. Jetzt bin ich von Canon-Welle, habe gesagt, okay, scheiß drauf. Hubers Garage schickt mir die zu, da musst du halt 3 Tage warten. Ihr kennt, Geduld ist nicht so mein Thema. Egal, dann warte ich einfach 3, 4 Tage. Dann kann ich halt nächste Woche erst fahren. Jetzt bin ich schon wieder auf 1000 andere Sachen gekommen. Jetzt bin ich gerade schon Golf 2 auch am gucken, neue Sitze. Weil ich habe ja momentan im Golf 2 einmal die Schalensitze drin, die Sparkos. Wenn ich die aber rausschmeiße, habe ich zwar eine Edition-Ausstattung, eine Edition One-Ausstattung, aber die normalen Sportsitze drin. Keine Recaros. Jetzt gucke ich nach Recaros. Alter, was ist mit den Preisen passiert? Recaro Sportsitze, diese Teilschalensitze, kosten mittlerweile, ich glaube, irgendwas, wenn ich jetzt keine Edition nehme, also nicht so wie bei mir, sondern einfach random irgendwelche nehme, bist schon bei 1500 bis 2000 €. Wenn du genau die Sitze in einem guten Zustand haben willst, 2 Stück nur, die zu meiner Ausstattung passen, bist du alleine für die Sitze 2.500, 3.000 € los.
Alter, die haben wir früher aus den Karren rausgeschmissen und haben wir weggepackt, weil wir gesagt haben, das ist ja völliger Wahnsinn, das ist ja viel zu teuer. Mittlerweile sind die Preise so unverschämt geworden. Ich habe schon überlegt, ob ich ein eigenes YouTube-Video darüber mache, wo wir uns einfach mal, also ich könnte ja jeden Tag 10 YouTube-Videos machen über Autos, Preisentwicklung, wo sind die Ersatzteilversorgung, wie sieht das aus? Das ist ja so unfassbar, was das alles kostet, Alter. Es ist ja unglaublich. Du kriegst nichts mehr, Ersatzteilversorgung wird immer beschissener und was die für Preise aufrufen, Alter, es wird dir schwindelig. Da macht es schon fast gar keinen Sinn mehr, so ein Auto komplett zu verkaufen, ohne Spaß. Am besten schlachtest du so ein Auto und verkaufst in Einzelteile, was ich total schade fände und totaler Wahnsinn. Aber irgendwie, Alter, macht das Gefühl mehr Sinn mittlerweile. Auch Benz haben mir jetzt ein paar geschrieben bei Insta, ob ich den Benz nicht abgeben würde, sie würden mir 4 Mille geben. Digi, ich schlachte das Ding einfach, kriege ich viel mehr Kohle dafür. Das ist verrückt, echt verrückt. So Leute, ich bin raus, ich habe mich genug aufgeregt, bis zum nächsten Mal, tschüss.